eine DCC-Abstimmung, die für eine ganz spezielle Rennstrecke abgestimmt ist. Hi, ich bin Benny Leuchter, Test- und Entwicklungsfahrer bei Volkswagen R. Und ich bin Jonas, Ingenieur im Team der Entwicklung von Volkswagen R. Und heute wollen wir euch mal das Thema Fahrwerk und Fahrwerkskomponenten vorstellen. Genau, und weil wir das in den letzten Folgen nur grob angerissen haben, werden wir euch heute das Thema im Detail mal erklären und dafür nehmen wir euch mit in die Entwicklungswerkstatt. Hier sehen wir jetzt die Entwicklungswerkstatt von Volkswagen R, sozusagen das Herzstück der Entwicklung. Hier machen wir alles, von einfachen Inspektionen an den Erprobungsträgern bis hin zum Prototypenaufbau, also Stückzahl 1. Das bedeutet auch, die Autos, die ich am Nürburgring immer so schön über die Strecke jage, die werden hier aufgebaut? Ja, ganz genau. Hier kommt die Messtechnik rein, die neuen Bauteile, die du dann um Ring scheuchen kannst. Cool, dann würde ich sagen, um den Zuschauern das Fahrwerk mal im Detail zu zeigen, fangen wir hier am Golf R an, oder? Das ist das perfekte Auto, um das zu zeigen. Wir haben viel verändert am Fahrwerk und genau, ich würde sagen, wir bocken das Fahrzeug mal auf, dann können wir am besten sehen, was wir verändert haben. Sehr gut. Ja, wir haben euch das Auto jetzt mal auf die Hebebühne gebracht und mal nach oben gefahren, damit wir das Ganze von unten betrachten. Denn ein elementares Bauteil, was wir beim Golf 8R verändert haben, ist unser Vorderachshilfsrahmen. Den sieht man hier ganz gut. Der war beim 7er noch aus Stahl und ist jetzt aus Aluminium. Aluminiumhilfsrahmen hat zwei große Vorteile. Zum einen spart er ungefähr 3 Kilogramm an Gewicht an einer wirklich guten Stelle. In einer Vorderachse ist sowieso der schwere Motor, da zählt jedes Kilogramm. Und zum anderen ist der Aluhilfsrahmen steifer, ca. 40%. Und Benny, ich denke, das war ja auch eine Forderung von dir, weil man das fahrdynamisch schon merkt. Ja, auf jeden Fall. Er verbindet ja die beiden Räder miteinander, einmal über den Stabilisator, aber eben auch die Dreieckslenker bzw. die Querlenker sind dort angebracht. Und all das, was dynamisch dann am Lenkrad passiert, kann das Auto jetzt besser übertragen. Du als Fahrer hast ein viel besseres Feedback und spürst das Auto einfach besser. Ja, also wirklich eine eigentlich relativ kleine Änderung, Materialänderung von Stahl auf Alu, aber hat uns einiges an neuen Möglichkeiten eröffnet. Damit wir natürlich maximale Performance aus dem neuen Golf R herausholen, haben wir natürlich nicht nur den Aluhilfsrahmen bearbeitet, sondern auch weitere Teile an den Achsen. Ganz repräsentativ ist hier zum Beispiel das Schwenklager. Benni, kannst du vielleicht mal kurz zeigen? Schwenklager ist dafür verantwortlich, dass der Dämpfer dort aufgenommen wird und letzten Endes das Rad wird an das Schwenklager montiert. Hier sieht man es jetzt vielleicht ein bisschen schlecht, deshalb haben wir euch einfach mal ein Bauteil mitgebracht. So sieht das Schwenklager aus und ist so im Fahrzeug montiert. Benni hat es gerade schon gesagt, hier steckt der Dämpfer drin, hier ist das Rad montiert und hier vorne ist die Lenkstange dran. Also hier wird gelenkt. Damit wir natürlich maximale Kurvengeschwindigkeiten erreichen, haben wir uns den negativen Sturz zum Vorteil gemacht. Und zwar hat der Golf 8R einen negativen Sturz. Das bedeutet, das Rad steht, wenn das Auto statisch am Boden steht, am Parkplatz zum Beispiel, übertrieben gesagt schräg zum Fahrzeug und eben nicht gerade wie bei Standardfahrzeugen. Das hat den Vorteil, dass wir in einer Kurve maximale Reifenauflagefläche haben und somit erhöhte Kurvengeschwindigkeit. Ich kann es noch mal zeigen. Bei einem Standardfahrzeug, wo das Rad gerade zum Fahrzeug steht, wenn ich jetzt sehr dynamisch durch die Kurve fahre, neigt sich das Fahrzeug und der Reifen wird auf der Außenseite abgefahren. Bei unserem Golf 8R ist es anders. Wir haben den Reifen statisch schräg stehen. Somit, wenn wir jetzt durch eine Kurve fahren, haben wir maximale Reifenaufstandsfläche und erhöhte Kurvengeschwindigkeit. Das Schwenklager liefert eigentlich die perfekte Überleitung zu den anderen Bauteilen, die wir im Fahrwerk noch angepasst haben und die wirklich einen großen Einfluss auf die Fahrdynamik haben. Benni hat es gerade schon angesprochen, das Federbein sitzt hier oben drin und da haben wir einiges verändert. Wir haben euch natürlich auch wieder ein paar Bauteile mitgebracht. Zum einen eine Feder. Schau mal, können wir hier mal. Die Feder ist etwas steifer abgestimmt. Dadurch können wir das Fahrzeug etwas tiefer legen. 20 mm tiefer ist der Golf R gegenüber dem Serienfahrzeug. Und dadurch hat man auch noch mal ein bisschen besseres Gefühl für die Straße, für die Fahrbahn. Wir
Wir verringern quasi den Schwerpunkt des Fahrzeugs, bringen das alles mehr an die Straße. Somit ist das Auto ein wenig sportlicher unterwegs. Das Ganze mit dem konventionellen Fahrwerk, das bedeutet, der Dämpfer in den Fahrzeugen ist nicht elektronisch geregelt. Wir haben aber noch die Möglichkeit, das sogenannte DCC-Fahrwerk auszuwählen. Und Peter, komm mal gerade näher. Das DCC-Fahrwerk ist elektronisch geregelt, das seht ihr hier. Hier sitzen Ventile im Dämpfer, die den Ölfluss dann steuern. Das Ganze funktioniert aus dem Fahrzeuginnenraum und hier kann ich jetzt wirklich die komplette Bandbreite abbilden, von äußerst komfortabel bis rennstreckentauglich, super hartes Fahrwerk, was uns natürlich dann auf der Rennstrecke Performance bringt. Wusstet ihr eigentlich, dass DCC bringt nicht nur Performance ins Fahrzeug, sondern steigert auch die Sicherheit? Wenn man zum Beispiel sehr dynamisch unterwegs ist und das Fahrzeug zu sehr zu wanken beginnt, dann werden die kurvenäußeren Dämpfer härter gestellt und die kurveninneren Dämpfer einfach weich gelassen. Dadurch kann sich das Fahrzeug besser in die kurvenäußere Seite abstützen. DCC bedeutet, oder aktiv geregeltes Fahrzeug bedeutet also nicht nur Dämpfer hart oder weich stellen, sondern wirklich jedes einzelne Rad, jeden einzelnen Dämpfer separat aktiv ansteuern, in jeder Fahrsituation. Benny hat es gerade schon erklärt, das DCC wird über die Fahrprofilauswahl gesteuert, nämlich von sehr weich in Komfort bis hin zu sehr hart in Race, also perfekt für die Rennstrecke. Wenn man hier auf Race geht, öffnet sich auch nochmal so ein kleines verstecktes Menü, wo die beiden Sonderprofile drin sind, die mit dem R-Performance-Paket kommen. Und da ist eine DCC-Abstimmung hinterlegt, die für eine ganz spezielle Rennstrecke abgestimmt ist, die ein sehr spezielles Streckenprofil hat. Dazu kann Benny euch am besten nochmal was erzählen. Ja, im Sonderfahrprofil Special ist alles dazu für die Nürburgring-Nordschleife optimiert worden. Das bedeutet, sämtliche Komponenten im Fahrzeug sind auf Race gestellt, bis auf das Fahrwerk. Das ist nämlich für die Nürburgring-Nordschleife spezifisch angepasst. Das bedeutet, im Dämpfer haben wir die Druck- und Zugstufenkennung so gewählt, dass wir mit dem Reifen immer maximalen Fahrbahnkontakt haben, um optimale Rundenzeiten dort zu erzielen. Ja, das war es auch schon mit dieser Tech Tuesday Folge. Wir verlinken euch hier noch weitere Folgen. Schaut da gerne eine mal rein. Wenn ihr Fragen habt zu dieser Folge, dann lasst uns doch hier gerne einen Kommentar da, beziehungsweise sagt uns doch mal, welches Fahrprofil euer Lieblingsfahrprofil ist. Wenn euch das Video gefallen hat und auch diese Art von Videos, dann lasst gerne ein Like da, würde uns sehr freuen. Und abonniert den Kanal, damit ihr die kommenden Videos nicht verpasst. Macht's gut, ciao. Ciao. Volkswagen.